Ein herzliches Hallo zum Pomade-Shop YouTube-Kanal mit mir, dem Alex. Und ja, ich darf euch heute mal wieder ein bisschen was erklären, und zwar den Unterschied unorthodox Pomade zu wasserbasierte Pomade. Man muss ja ganz strikt differenzieren. Witzigerweise inzwischen heißt alles Pomade. Also egal, was es für ein Produkt ist, es steht auf einmal das Wort Pomade drauf. Und das eine hat aber mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, außer dass es dieses Wort beinhaltet. Früher hätte man gesagt, ich hätte gerne einen Haarwachs, wenn die Leute zu mir in den Laden kamen. Jetzt sagen sie, ich hätte gerne eine Pomade. Aber man muss dann schon wirklich differenzieren, weil jedes Produkt macht etwas anderes. Wir haben hier die All-Purpose Pomade, das ist eine Creme, und dann haben wir hier die Original Pomade und das ist dann auf einmal ein Gel. So, und dementsprechend machen diese Produkte was völlig anderes in euren Haaren. Und da muss man dann einfach differenzieren, was für eine Art Pomade will ich. In der Theorie dürfte nur die authentische Pomade von früher Pomade heißen. Das ist in meinem Kopf so drinnen. Das ist nach heutigen Standards eine veraltete Denkweise irgendwo. Dann ist es alles Pomade. Es ist einfach ein modernes Wort für ein Styling-Produkt. So. Und ich will euch mal den Unterschied zwischen wasserbasiert und unorthodox zeigen, weil da ist schon echt ein massiver Unterschied, und es ist ein perfektes Produkt gibt es nirgendwo auf dieser Welt, deswegen muss man da gucken, wo ziehe ich meine Vorteile und meine Nachteile raus, und die will ich euch jetzt mal bei unorthodox und wasserbasiert erzählen, dass ihr einen Unterschied habt, weil beide Produkte sind ja im Vergleich zur echten Pomade auswaschbar. Im unorthodoxen Bereich zumindest mit Shampoo, aber nicht mit Wasser, während ein wasserbasiertes Produkt auch mit Wasser alleine rausgeht. So, wasserbasierte Pomade gibt's ja doch schon seit 99, da der Originalerfinder wahrscheinlich, oder so wie wir es wissen, die Firma Layrite aus Kalifornien. Ihr kennt Uppercut, ihr kennt mit Sicherheit Rüsel und Reutzel und wie wir sie aussprechen aus den Niederlanden. Captain Forster hat auch was Tolles. Ein wasserbasiertes Produkt ist, ich sage jetzt mal, wir haben wenige Hersteller, die es von Hand herstellen, im Normalfall industriell gefertigt. Und was diese industriellen Marken alle gemeinsam haben, ist ein Inhaltsstoff, der sich wie eine Zuckerglasur über die Haare setzt und eure Haare festigt. Und das macht den Halt aus. Und desto mehr von diesem Inhaltsstoff drin ist, desto härter werden eure Haare. Und wenn weniger drin ist, werden sie ein bisschen flexibler. Also da immer so dieser Unterschied Layrite Original, Layrite Superhold oder rote Reutzel zur blauen. Und was aber passiert ist, wenn diese Zuckerglasur einmal ausgehärtet ist, dann hat die keine wirkliche Flexibilität mehr. Das bedeutet, ihr habt es drin und müsst nachkämmen oder wollt nachkämmen, und dann bricht diese Beschichtung gerne auf und danach ist der Halt einfach nicht mehr gut. Deswegen haben viele bei Haarwachsen oder eben bei diesen wasserbasierten Produkten das Gefühl, oh, im Laufe des Nachmittags wird der Halt schlechter. Das liegt aber nicht daran, dass das Produkt auf einmal aus euren Haaren draußen ist von selber, sondern ihr habt euer T-Shirt gewechselt oder ihr habt euch durch die Haare gefahren. Viele spielen sich ja auch unabsichtlich mit den Haaren, und das darf man bei einem wasserbasierten Produkt nicht machen. Ein wasserbasiertes Produkt macht man morgens rein und lässt am besten die Finger davon. Man kann es reaktivieren. Wenn ihr noch aus den 90er Jahren die Haargele kennt und ihr seid da durchgegangen, da hattet ihr weiße Fetzen drin. Da habt ihr wirklich diese Beschichtung gesehen, wie sie aufgedröselt ist. Das passiert ja bei wasserbasiert nicht, aber trotzdem ist sozusagen die Beschichtung aufgebrochen und der Halt nicht mehr gut. Wenn ihr eure Haare nochmal etwas feucht macht, dann setzt sich das wieder drauf und dann hält es wieder besser. Das bedeutet, am besten Kamm ins Wasser oder mit nassen Fingern durch die Haare, und ihr könnt eine wasserbasierte auch mal wieder nachstylen. Aber ihr löst natürlich auch wieder Produkt an, also der Halt wird nicht optimaler. Na, also wasserbasiert morgens einmal reinmachen, ein guter Ersatz für den, der vielleicht seine Haarspray-Festigkeit will, aber mit bedeutend besseren Inhaltsstoffen im Normalfall. Das ist eine wasserbasierte Pomade. Ihr könnt sie am Abend wieder rauswaschen. Es können in einem wasserbasierten Produkt keine wirklich haarpflegenden Inhaltsstoffe drin sein, aber zumindest habt ihr auch nichts, was austrocknet oder schadet oder euch Probleme bereitet. Unorthodoxe Pomade, da haben wir eigentlich nur handgemachte Sachen, die von Hand hergestellt wurden, weil die Inhaltsstoffe sind sehr, sehr teuer, und da muss man halt immer sagen, die Industrie ist da doch recht gewieft, die guckt natürlich immer so ein bisschen, dass die Margen mehr passen als bei jemandem, der so etwas mit voller Liebe von Hand am Herd kocht, das muss man schon sagen. Und wir haben hier je nach Hersteller eine Aloe Vera Basis, also keine Wasserbasis. Manchmal steht schon Wasser als erster Inhaltsstoff, aber dann kommt sofort Bienenwachs, und Bienenwachs wäre ja eigentlich wieder nicht auswaschbar. Deswegen, die gehen
gehen ein bisschen schwerer raus. Die kriegt ihr nur mit Shampoo raus. Aber dafür habt ihr auch Produkte, die zwischen 90 und 98% natürlich sind. Das bedeutet, ihr habt Aloe Vera, Shea-Butter, ihr habt Öle drin. Und das hat natürlich für eine gewisse Zeit eine Pflegewirkung, weil Öle immer eine gewisse Feuchtigkeit haben. Und dann werden die aber auch trocken. Also ihr bekommt auch hier matte oder leicht glänzende Produkte. Genauso wie bei wasserbasiert gibt es Glaze, gibt es mit Glanz und ohne. Und die sorgen, also ihr habt nicht diesen Inhaltsstoff drin, der sich um eure Haare setzt und den fest werden lässt, sondern ihr habt ja Pflanzenwachse, also Bienenwachs, Canauber, Candelilla-Wachs, Pflanzenwachse. Und dadurch sind die Konsistenzen deutlich fester. Aber auch das ist genau das, was dann meine Haare ummantelt. Und meine Haare, ich sage immer, wie Play-Doh macht. Ne? Also Play-Doh kann ich immer wieder hinbiegen. Das bedeutet aber auch, ich muss, weil wenn ich den Play-Doh-Turm aufstelle und den nicht perfekt gerade jetzt in die Höhe baue, wird die Schwerkraft sagen, oh ja, du sinkst aber ab, sondern muss ich ihn einfach wieder aufrichten. Das bedeutet, ein unorthodoxes Produkt lässt sich immer wieder neu stylen, dafür werdet ihr es auch müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr die in der Früh reinmacht und eure Frisur 10 Stunden in derselben Position sitzt, sondern es ist für den, der sagt, nein, ich fahre mir eh durch die Haare, ich möchte eine Mütze im Winter aufsetzen können, meine Haare neu stylen können, aber ich werde auch über den Tag eben neu modellieren müssen. Und das gehört zu unorthodoxen dazu. So, die könnt ihr in den Haaren drin lassen. Wir haben viele schöne Öle drin. Das heißt, die pflegen auch eure Haare über Nacht. Es gibt jetzt keinen Grund, dass man die schnell auswaschen muss. Man kann sogar probieren in der Früh, dass man nur mit Wasser die wieder aktiviert und jetzt gar nicht groß die Haare wäscht. Während eine wasserbasierte Pomade, finde ich, wenn man die über Nacht drin hatte, dadurch, dass sie so fest wird, schon sehr, sehr verlegt sind. Also man muss es dann eigentlich auch rauswaschen. Die unorthodoxen Pomaden haben, muss man aber immer sagen, etwas weniger Glanz. Also da kriegst du keine nass glänzenden Haare, wie man es gern von einer ölbasierten Pomade hätte. Oder auch die Gelpomaden haben auf jeden Fall mehr Glanz, als was eine unorthodoxe Pomade kann. Also dafür, dass man diese Natürlichkeit und Nachstylbarkeit hat, muss man da auf den Glanz verzichten. Und es ist eben nicht unbedingt für die, ja, sagen wir mal so, die für den Irokesen geeignet, weil der nicht hart genug wird, als auf blöd. Sondern eher für den, der sagt, ich will flexible Haare, ich will mir durchfahren können, es soll nicht zu fest werden. So, ich glaube, ich habe euch alles für den Unterschied zu unorthodox und wasserbasierten Pomaden erzählt. Wenn ihr natürlich noch Fragen dazu habt, wendet euch gerne an uns über Instagram, über Facebook, über info@pomadeshop oder ruft uns an oder kommt in den Laden zu mir, wenn ihr die Möglichkeit habt in München. Und dann kann ich euch die Unterschiede, weil es gibt natürlich hunderte verschiedene Festigkeiten, das ist dann nochmal ein Thema für sich. Mir ging es jetzt einfach nur darum, was ist der Unterschied wasserbasiert zu einem unorthodoxen Produkt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bald mal wieder zu einem Review oder zu einem Erklärvideo. Bis bald!